Die meisten Großstädte Polens sagen ihre offizielle Silvesterparty ab. Welcher Grund dafür im Raum steht, erfahren wir gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und wie immer, falls du neu bei mir auf dem Kanal sein solltest, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch in Zukunft immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung. Kommen wir jetzt aber auch schon direkt zum Hauptthema und sprechen mal über die Gründe, warum viele Städte dazu aufrufen, nicht zu böllern, beziehungsweise warum auch viele Großstädte oder eigentlich die meisten Großstädte Polens ihre offizielle Silvesterparty absagen. Und dazu habe ich interessante Berichte gefunden und dazu nehme ich euch einfach mal mit bei mir auf meinem Bildschirm. Und wie immer werde ich die Berichte einfach nochmal grob überfliegen und grob übersetzen. Ich packe euch selbstverständlich alle Links auch nochmal in der Videobeschreibung unten drunter. Dann könnt ihr euch das selber auch nochmal durchlesen oder gegebenenfalls übersetzen lassen. So, und dann haben wir jetzt hier schon mal einen Bericht, der aussagt, dass hier zum Beispiel die Großstädte wie Poznań, Kraków, Warszawa, Wrocław, Rzeszów, Gdańsk und Szczecin dieses Jahr ihre Silvesterparty absagen. Und zwar ist der Grund hier die Inflation und die hohen Energiepreise. Hier haben wir auch zum Beispiel stehen, dass die Stadt Rzeszów ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen eine Großstadt, ist aber jetzt auch keine Kleinstadt. Also die Stadt, die hat keine ganzen 200.000 Einwohner, und wenn die eine Silvesterparty veranstalten würden, würde das hier um die 300 bis 350.000 Zloty kosten, was einfach die Stadt so nicht stemmen kann. Und wenn man jetzt überlegt, hier dann auch noch die größeren Städte, vielleicht sowas hier wie Warschau und zum Beispiel Breslau, kann ich mir vorstellen, die sind etwas größer und da werden die Kosten wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, in den knapp an die Million Zloty gehen. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das derzeit bei der derzeitigen Inflation für die Städte sehr schwer zu stemmen ist. Aber natürlich hat nicht ganz Polen ihre Silvesterparty abgesagt. Es sind ja auch zum Beispiel Städte, die eine Silvesterparty haben. Und das sind hier zum Beispiel die Städte Otwocku, Międzyzdroje, Mrągowie, Przemysł und Katowice. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Städte richtig ausgesprochen. Hier wird dieses Jahr eine Silvesterparty stattfinden, zum Beispiel hier auch Katowice oder Zakopane. Das ist auch in der Regel jedes Jahr in Polen im Fernsehen zu sehen. Also da hat man immer zwei Sender und da kann man immer hin und her sippen. Und genau, das wird dann auch immer live übertragen. In Zakopane übrigens, sollte eigentlich auch jeder kennen, ist jedes Jahr Thomas Anders als Gast. Also der hat da jedes Jahr in Zakopane zu Silvester seinen Auftritt. So. Und wie gesagt, das sind die Gründe, warum zumindest in diesen Städten dieses Jahr keine offizielle Silvesterparty stattfindet. Hier steht auch noch, was ich gelesen habe, dass in den letzten 2 Jahren auch schon in diesen Städten kein Silvester oder keine offizielle Silvesterparty stattgefunden hat. Ich denke, den Grund kann sich jeder denken, warum das so ist, muss ich jetzt hier, glaube ich, nicht erwähnen. Und ich habe auch noch einen Bericht gesehen von der Seite Łódź.pl, dass die Stadt Łódź dazu appelliert, einen Appell an die Einwohner sendet, Entschuldigung für den kleinen Versprecher, einen Appell an die Einwohner sendet, dieses Jahr nicht zu böllern oder Feuerwerk zu schießen. Und ich denke, das Bild ist hier alles sagend, was dafür der Grund ist. Das ist einfach, sage ich jetzt mal, zuliebe der Tiere. Hier wird dann auch noch mal ganz kurz beschrieben, was das Knallen eines Böllers auslösen kann bei einem Tier. Es sind sogar Städte in Polen, die ein ganzjähriges Böllerverbot haben, wie zum Beispiel Zakopane. Also ich rede jetzt hier wirklich vom Böllerverbot, nicht vom Silvesterpartyverbot. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sprechen. Ich glaube, ich war mal vor 6 oder 7 Jahren in Zakopane über Silvester.
Und da war alles andere als ein Böllerverbot. Also das ist jetzt auch nicht so, dass da die Polizei rumfährt und die Leute festnimmt, die irgendwie einen Knallkörper haben. Ja, man muss aber auch schon zugeben, dass die Böller in Polen einen Ticken kräftiger sind wie die Böller in Deutschland. Also das muss man auch noch mal dazu sagen. Und ja, wenn ich jetzt noch mal vielleicht ein wenig meine eigene Meinung zu diesem Thema sagen kann, von wegen Knallverbot, Böllerverbot, Feuerwerkskörper und so weiter und so fort. Es ist einmal im Jahr Silvester und ich kann das wirklich verstehen, wenn man das feiern möchte, auch wenn man dann eine Rakete anzünden möchte oder knallen möchte. Ich persönlich, ich mache es nicht. Mir ist ehrlich gesagt das Geld ein bisschen zu schade. Wo ich jünger war, habe ich auch Böller gezündet, will ich auch gar nicht abstreiten, oder auch mal Raketen gezündet. Mittlerweile, schon seit einigen Jahren, gebe ich kein Geld mehr für Böller aus. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schade, das Geld für. Dann investiere ich das lieber irgendwo in irgendetwas Sinnvolles oder kaufe mir persönlich irgendetwas Schönes damit. Und ja, ich kann das auch verstehen, dass gerade auch Hundebesitzer vielleicht nicht gerade die größten Freunde einer großen Silvesterparty sind, wo viel geknallt wird. Ich selber, wo ich noch in Deutschland gewohnt habe, ich hatte selber einen Hund, aber ich muss sagen, mein Hund hatte jetzt keine Angst irgendwie vor Böllern oder sonst irgendetwas. Ganz im Gegenteil, er fand das sogar sehr interessant. Wir sind dann immer zusammen auf den Balkon gegangen und haben uns dann die Böller angeguckt und dann sind wir dann auch noch mal später, wo das Knallen dann weniger wurde, auch noch rausgegangen. Also da war keine Angst zu spüren. Ich kann aber auch beide Seiten verstehen. Also ich kann wirklich die Seite verstehen, die sagt, ja, wir wollen feiern, es ist einmal im Jahr. Und ja, die wollen das einfach auch dann auch ausleben und genießen. Und ich kann aber auch genauso gut die andere Seite verstehen, die sagt, ja, okay, mein Tier hat Angst und aus diesem Grund knallt er nicht. Ich finde, man könnte aber auch vielleicht einen guten Kompromiss finden und einfach sagen, ja, man könnte ja zum Beispiel irgendwelche Bereiche machen, wo kontrolliertes, sage ich jetzt mal, ein kontrolliertes Feuerwerk gezeigt wird. Ich finde sowieso Feuerwerke viel schöner, als einfach nur irgendwie einen Knall zu hören. Also ist jetzt, wie gesagt, alles nur meine persönliche Meinung zu diesem ganzen Thema. Also ich könnte auch auf Knallen verzichten. Ich brauche diesen Lärm nicht, aber wie gesagt, ich verstehe es auch, wenn Leute böllern möchten. Ja, das war das zu diesem Thema. Mich würde interessieren, was du zu diesem Thema denkst. Bist du ein Freund davon, zu böllern, oder bist du vielleicht auch gegens Böllern, aus welchen Gründen auch immer? Du kannst mir das mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Deine Meinung würde mich zu diesem Thema wirklich sehr interessieren. Ansonsten danke ich dir, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Ciao!